Diese Unternehmen haben vor kurzem ihre Dividende erhöht. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute mal ein paar Aktien an, die vor kurzem ihre Dividende wirklich schön gesteigert haben und da auch schon teilweise eine wirklich gute Historie mit dabei haben. Wir fangen jetzt direkt an und das erste Unternehmen ist Microsoft, ein global führendes Technologieunternehmen, das Software, Hardware, Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz entwickelt und bereitstellt. Natürlich besonders bekannt für Windows und die Office-Produkte, aber auch Azure Cloud und Xbox Gaming-Plattform. Jetzt hier mal zur Dividende. Microsoft hat jetzt hier eine neue Dividende angekündigt und ein neues Aktienrückkaufprogramm, also wirklich schön. Und zwar hat man hier die Dividende um 10% erhöht. Das ist wirklich schon ein sehr starkes Wachstum. Das hat man auch schon einige Jahre jetzt so gesehen. Also wirklich auch ein sehr, sehr schöner Dividendenwachstumswert Microsoft. Und zusätzlich eben noch jetzt hier dieses Aktienrückkaufprogramm, das natürlich auch wirklich sehr, sehr schön ist. Hier bis zu 60 Billion US-Dollar in Aktienrückkäufen sind hier weiter autorisiert worden. Also von dem her sieht es wirklich sehr, sehr gut aus bei Microsoft, was den Shareholder Return angeht. Ich habe jetzt hier immer auch noch die Historie dabei. Wir haben jetzt hier die Dividendenhistorie von Microsoft bei 22 Jahren und die Prognose sagt jetzt auch, dass die Dividende weiter gesteigert werden soll. Im Moment haben wir eine Dividendenrendite von ca. 0,7%. Das liegt auch leicht unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre mit 1,17% und die Payout Ratio beträgt so ca. 25%. Und ja, also wir liegen da eigentlich sehr gut im Schnitt dem Wachstum der letzten 5 Jahre. Da hatten wir nämlich auch so circa 10,23%. Also da sieht es wirklich alles sehr, sehr gut aus. Wir haben eine niedrige Payout Ratio, wir haben eine einigermaßen vorhandene Dividendenrendite und ein wirklich schönes Dividendenwachstum. Deswegen ist Microsoft also auch in meinem Depot ein wirklich wichtiges Ankerinvestment, weil es eben so ein schöner Dividendenwachstumsdauerläufer ist. Schauen wir mal auf das nächste Unternehmen, bevor wir dazu kommen. Wenn dir dieses Format gefällt, lasst doch gerne ein Abo da für den Kanal und einen Daumen nach oben. Dann bringe ich mal solche Dividendenerhöhungen, Videos dazu etwas öfter. Vielen Dank auf jeden Fall dir an der Stelle. Also das nächste Unternehmen ist Accenture. Accenture bietet Beratungsdienstleistungen zur digitaler Transformation an und ist da auch also als Outsourcing-Partner für Unternehmen weltweit tätig und hat sich spezialisiert auf die IT-Strategien, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, ist aber auch im Finanzbereich und so weiter wirklich gut aufgestellt, also alles, was mit Dienstleistung und Beratung zu tun hat. Da ist Accenture definitiv der Marktführer. Schauen wir uns mal die Zahlen an, die hier Accenture angekündigt hat und hatte übrigens auch ein sehr, sehr schönes Quartal. Wir haben jetzt hier ein Dividendenwachstum, das man angekündigt hat, um 15%, also auch das wirklich eine sehr, sehr schöne Steigerung. Zudem hat man noch ein 4 Milliarden Aktienrückkaufprogramm angekündigt, was natürlich zudem ein wirklich schöner Katalysator ist und auch dazu führt, dass man als Aktionär eben hier noch ein bisschen mehr Rückenwind erhält. Und hier sehen wir mal die Historie im letzten Jahr. Da gab es nämlich auch schon Aktienrückkäufe bei 4,5 Billionen US-Dollar und eine bezahlte Dividende von 3,2 Billionen US-Dollar. Also auch das wirklich ein sehr, sehr schöner Wert einfach, muss man definitiv sagen. Und 15% Dividendenerhöhung, also es scheint das mit dem Wachstum nach vorne weiterzugehen, ist natürlich auch sehr, sehr schön für uns als Aktionär. Auch mal hier zur Dividendenhistorie, mal jetzt hier die letzten 19 Jahre und es soll auch schön weitergehen mit diesen Erhöhungen in den nächsten Jahren. Laut den Prognosen, wir haben im Moment eine Dividendenrendite von 1,42%. Die lag in den letzten 5 Jahren aber auch schon ein bisschen höher, muss man definitiv auch sagen. Also ich habe die Aktie auch in meinem eigenen Depot, da ist die Dividende ein bisschen höher, weil ich natürlich dann tiefer eingekauft habe. Es wird aber jetzt hier auch schon seit 13 Jahren erhöht. Und das Wachstum im Schnitt der letzten 5 Jahre lag bei 12,6%. Also auch wirklich ganz nett in dem Fall. Payout Ratio lag jetzt hier im letzten Jahr bei 45%, also das ist auch noch wirklich in Ordnung. Und für mich auch ein sehr, sehr interessanter Dividendenwachstumswert für ein langfristiges Portfolio. Das nächste Unternehmen ist McDonald's, größte Fastfood-Kette der Welt, bekannt für Burger, Pommes,
diesen Drive-Thru-Service und man bietet da eben das sowohl als Franchise, ja, Distributor an, aber auch natürlich mit eigenen Filialen und hat da ein sehr, sehr starkes globales Markenimage. Und auch McDonald's hat hier die Dividende erhöht und das zwar um 6%, also hier Cash Quarter Dividend Raising bei 6%. Ja, man geht eben davon aus, dass man weiterhin eine schöne, starke Marktposition haben wird und deswegen sehr, sehr ja, confident, dass man das einfach weiter steigern können wird. Und man hat jetzt schon eine Dividendenhistorie von 48 Jahren in Folge. Also man ist auch ganz kurz davor, ein Dividendenkönig zu werden. Also sehr stark von McDonald's und ich gehe auch davon aus, dass man die Dividende weiter erhöht. Und mit 6% ist es doch eigentlich wirklich ein sehr, sehr netter, ja, sehr, sehr netter Zuverdienst in dem Fall. Schauen wir uns mal hier die Historie an. Das sind jetzt die letzten 25 Jahre, also wirklich sehr, sehr schöne Steigerung. Die ist natürlich jetzt auch langsamer geworden. Die Prognose geht aber davon aus, dass wir weiterhin so Dividendensteigerungen sehen werden. Im Moment haben wir eine Dividendenrendite von 2,23%. Es liegt ein bisschen unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre mit 2,5%. Payout Ratio liegt in den letzten 3 Jahren so bei 57%, also da ist auch noch ein bisschen Platz auf jeden Fall für die Steigerung. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, ganz generell beschleunigt sich jetzt das Wachstum natürlich nicht. Also haben im Schnitt Wachstum der letzten 5 Jahre mit diesen 7,47% jetzt schon eine Verlangsamung, aber das ist natürlich auch ganz normal und wird wahrscheinlich auch tendenziell immer langsamer werden. Aber man hat ja jetzt da auch schon eine höhere Dividendenrendite als bei den anderen 2 Titeln. Von dem her ist es auf jeden Fall auch eine wirklich schöne Steigerung bei McDonald's. So, das vierte Unternehmen ist T-Mobile US, einer der größten Mobilfunkanbieter in den USA und für drahtlose Sprachdaten und Textdienste. Und ja, da hat man auch ein sehr, sehr starkes 5G-Netzwerk, das man auch ausbaut und wirklich schön weiterentwickelt. Aber man vertreibt natürlich ja auch solche Produkte, völlig klar. Auch T-Mobile US hat hier seine Aktiendividende erhöht und zwar um wahnsinnige 35%. Also ist auch wirklich sehr, sehr stark von 0,23 auf über 0,88. Also das ist wirklich so ein sehr, sehr stark, von dem her wirklich schöner Dividendenerhöhung. Ja, das kann man auf jeden Fall schön mitnehmen. Denke auch, dass hier die Dividendenerhöhungen weiter stark wachsen werden. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So, dann schauen wir mal hier auf die Dividendenhistorie und da sehen wir, dass wir eben erst seit kurzem eine Dividende bezahlen, aber jetzt eben deswegen auch diese sehr, sehr starke Dividendenerhöhung. Soll auch in Zukunft so weiterlaufen. Aktuelle Dividendenrendite 1,36% werden hier ausgewiesen, also eigentlich auch schon ganz nett. Ist natürlich jetzt auch mit einer niedrigen Payout Ratio und eben noch keiner starken Kontinuität, weil man jetzt eben hier anfängt, erst die Dividende auszuschütten. Aber für mich jetzt auch wirklich sehr, sehr spannend, hier mal langfristigen Einstieg vielleicht zu suchen, weil man jetzt eben ja auch versucht, immer weiter den Aktionär zu beteiligen und da auch mit Aktienrückkäufen und so weiter vorgeht und für mich definitiv hier in diesem Kommunikationssektor der beste Wert und viel besser als die normale Telekom, viel besser wie Verizon und AT&T und diese ganzen anderen Aktien hier in dem Bereich. Dann kommen wir zum nächsten Unternehmen und das ist Keurig Dr. Pepper. Ja, Keurig Dr. Pepper sollte jeder kennen, also mit so Marken wie 7-Up, Dr. Pepper natürlich selber. Schweppes sollte auch von jedem von uns noch ein Begriff sein und hat man aber noch viele weitere Marken hier im eigenen Portfolio. Ja, man ist einfach ein führender Getränkehersteller mit einer breiten Palette und heißen und kalten Getränken, auch Kaffeemaschinen, Softdrinks und ja, es ist natürlich einfach ein wirklich bekannter Player hier am Markt. Ja, und die haben ihre Dividende hier um 7% erhöht. Also das ist auch schon wirklich eine nette Erhöhung von Keurig Dr. Pepper. Kann man auch sehr, sehr nett mitnehmen. Also ein bisschen höher als McDonald's jetzt in dem Fall. Auch hier schauen wir uns jetzt mal die Dividendenhistorie an. Und hier sehen wir jetzt, dass hier einmal so eine Sonderdividende drin war, die sehr, sehr hoch war. Aber wir sehen, wenn wir hier mal die Zahlen anschauen, konnte sich schon die Dividende wirklich schön steigern, Jahr für Jahr. Und das auch schon eine längere Zeit. Also da sieht alles in Ordnung aus. Die Prognose sagt ebenfalls, die Dividende wird weiter steigen. Aktuelle Dividendenrendite 2,4%, auch das wirklich ein schöner Wert, liegt aber auch sogar über dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Payout Ratio im Schnitt der letzten 3 Jahre war bei 55%, aber da ist dann auch noch ja, gut Luft, würde ich sagen, da ist alles in Ordnung.
Wachstum der letzten 5 Jahre liegt bei 7,84%. Also auch hier wird jetzt Dividende ein Wachstum etwas langsamer, aber wirklich nur sehr, sehr moderat. Also bei Correc Dr. Pepper, da sieht es wirklich gut aus. Auch sehr interessanter, ja, Dividendenwachstumswert, auch für ein bisschen konservativeres Portfolio, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr spannend. Dann zum letzten Unternehmen. Honeywell, wahrscheinlich der eher unbekanntere von allen. Ja, es ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt, Automatisierungs-, Bau- und Energiesystem tätig. Und ja, das Unternehmen entwickelt auch Technologien für industrielle Anwendungen, also sowas wie Sensortechnologien und Energieeffizienzlösungen. Ja, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gesehen, die Logos und hier nochmal die ganzen einzelnen Bereichen, in denen man hier tätig ist. Also, dass man wirklich auch schön und stark aufgestellt hier als so diversifiziertes Industrieunternehmen. Und auch Honeywell hat seine Dividende erhöht und zwar um ja, ganz nette 4,6%. Es ist jetzt kein wirklich sehr starkes Dividendenwachstum, aber man hat auch hier schon eine wirklich schöne Dividendenhistorie. Gefällt mir wirklich ganz gut. Und das ist jetzt hier das 14. Jahr in Folge, dass man die Dividende erhöht hat. Und ich gehe auch davon aus, dass die Dividende weiter gesteigert wird in Zukunft, aber jetzt wahrscheinlich eher in diesem Rahmen um die 5% und eher langsameres Wachstum im Vergleich zu den anderen Aktien, die wir mit dabei hatten. Aber es ist für mich auf jeden Fall durchaus spannend, auch das Unternehmen. Schauen wir mal hier auch auf die Dividendenhistorie der letzten 25 Jahre. Und auch hier wirklich schöne, starke Historie mit ja, den Zukunftsaussichten, wo die Dividende weiterhin langsam wachsen soll. Von 2026 auf 27 soll das Dividendenwachstum dann wieder etwas stärker werden. Wir haben im Moment eine Dividendenrendite von 2,14%. Das liegt auch über dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Payout Ratio im Schnitt der letzten 3 Jahre haben wir hier 50,36%. Also das ist auch ganz okay. Wenn wir die Wachstumsraten der letzten 5 Jahre anschauen, dann sehen wir jetzt hier, dass wir einen Wert von 5,4% haben. Heißt jetzt, dass die letzte ja, Dividendenerhöhung schon etwas niedriger war wieder und das heißt auch, dass das Wachstum definitiv langsamer wird bei Honeywell. Ist aber auch ja, also völlig logisch, dass es über einen längeren Zeitraum das Dividendenwachstum eben sich abschwächt. Aber auch hier eigentlich interessanter Player. Hat ja auch schon eine relativ hohe Dividendenrendite mit hier 2,14%. Also auch auf jeden Fall ein spannender Wert für ein langfristig orientiertes ja, Dividendendepot oder Portfolio. Ja, und das waren alle Aktien, die ich mit dabei habe. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du von dem Unternehmen hältst, generell was du zu dem neuen Format jetzt hier sagst, zu den Dividendenerhöhungen, wenn es dir gefallen hat. Lass doch gerne ein Abo da, Daumen nach oben nicht vergessen und die Glocke anmachen, damit du auch keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Und dann sage ich danke an der Stelle für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.